Ja, guten Morgen an alle hier in dem Saal. Ist ja übersichtlich im Vergleich zu den früheren Veranstaltungen vor Corona. Ein ruhiger Saal, der sich hier darstellt. Die Zahlen haben Sie ja eben schon mal gehört. Also wir haben Anmeldungen 560 für die Online-Teilnahme und für die Teilnahme hier im Raum. So sind es also 40, die ihre Teilnahme bestätigt haben. Wenn ich hier so rumgucke, sind es, glaube ich, noch nicht so ganz 40, die da sind. Herr Hoffmann und Herr Heuer, die ja eben namentlich schon begrüßt sind und ich aus meiner Sicht jetzt hier auch noch mal begrüße, wir sind heute jetzt terminlich verhindert. Die waren ja dann die meiste Zeit auch in Präsenz hier und konnten uns bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Falls es heute so sein sollte, dass wir Fragen haben, die wir gerne unter deren Beteiligung unterstützen würden, müssten wir das sozusagen dann schriftlich machen. Aber ich denke, die meisten Fragen werden wir jetzt dann doch auch hier so beantworten können. Auch ich begrüße nochmal unsere beiden externen Vortragenden, die uns helfen, dieses Programm eben dann auch ein bisschen europäischer zu gestalten. Und die Anzahl der Teilnehmer, also wir haben bei den jetzt fast 600 Anmeldungen, Anmeldungen aus 15 Ländern. Die entfernteste, soweit ich das übersehen habe, ist aus Japan gewesen. Das fand ich ganz beeindruckend. Grüße nach Japan, falls uns hier jemand jetzt zuhören sollte. Und ja, wollen wir mal sehen, wie das heute so funktioniert. Ich möchte mich auch für Sie durch den Tag hier heute noch mal kurz vorstellen, für die, die relativ neu sind. Mein Name ist Herbert Desel, ich bin der Leiter der Fachgruppe Expositionsbewertung von gefährlichen Produkten, so ist der Name der Fachgruppe. Und wir sind zuständig hier unter anderem eben für diese Produktinformation. Ich bin seit 7,5 Jahren, also jetzt fast 8 Jahren hier am BfR und war vorher tätig in einem Giftinformationszentrum Nord in Göttingen, an der Universitätsmedizin Göttingen, und war dort 10 Jahre auch Leiter des Giftinformationszentrums. Und was vielleicht also auch für die Geschichte hier nochmal relevant ist, ich war auch 4 Jahre Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft der Europäischen Giftinformationszentren und klinischen Toxikologen, die ERPCCT, und begleite deshalb jetzt persönlich mit verschiedenen Rollen, ERPCCT, Giftinformationszentren, BfR, diesen ganzen Prozess der Harmonisierung der Produktinformationen seit, habe ich vorher noch mal so überlegt, inzwischen schon 15 Jahren. Ich war auch bei der ersten Nutzerkonferenz hier mit dabei als Gast, habe damals vorgetragen aus Sicht der Giftinformationszentren. Ich weiß noch, es ging um Verwechslungen durch Umfüllen von Produkten. Das war ganz interessant. Und so habe ich also diese Veranstaltung hier über die Zeit hin ganz gut begleitet. Einmal habe ich geschwänzt, aber ansonsten war ich bei den 12 Nutzerkonferenzen mit dabei. Bevor ich Ihnen jetzt eine Einführung über unsere Erfahrungen hier geben werde, möchte ich noch ein paar organisatorische Sachen hier vorstellen. Ich kann das, glaube ich, selbst weiterblättern, wenn ich das hier sehe. Was hinzuweisen wäre, wir haben geplant, eine Mittagspause zu machen. Aus der Erfahrung der Rückmeldung der letzten Jahre haben wir da eine Stunde für vorgesehen und eine Kaffeepause. Die Mittagspause wird nach laut Plan etwa 20 vor 12 stattfinden und die Kaffeepause dann um 14:10 Uhr. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben für Sie vorbereitet dann für die Mittagspause oben einen kleinen Mittagsimbiss. Der ist sozusagen kostenfrei. Da können Sie sich dann einfach bedienen, wie auch bei dem Kaffee. Wer etwas Größeres, Umfassenderes braucht, wir haben ja, wie gesagt, eine Stunde vorgesehen. Es gibt gegenüber dem Eingang des Hauses auch unsere Kantine, in der Sie dann auch an Selbstkostenbasis dann Mittag essen können. Ja, wir haben in bewährter Form die simultane Übersetzung. Ja, und diejenigen, die nicht auf Deutsch und auf Englisch den Vortragen folgen wollen oder können, die können sich also diese hier im Raum dann diese Kopfhörer entsprechend nehmen und können dann bei der Online-Übertragung
sozusagen die entsprechende Sprache für sich dann auswählen. Die Veranstaltung lebt traditionellerweise eben natürlich auch von der Diskussion. Wir haben ja schon viele interessante, zumindest in den vergangenen Jahren zum Teil auch recht kontroverse Diskussionen hier gehabt. Das funktioniert technisch hier im Raum so, indem Sie sich melden und Sie dann ein Mikrofon greifen, die hier jetzt in jeder zweiten Bank lokalisiert ist. Und wenn Sie beginnen zu sprechen, müssen Sie dort einen leuchtenden Knopf drücken und den Knopf gedrückt halten. Das ist sozusagen, was am häufigsten technisch hier dann nicht funktioniert, bis Sie sozusagen mit Ihrem Frage oder Ihrer Kommentar dann zu Ende sind. Und dann können wir das hier von unten kommentieren. Für die Teilnehmer von online zugeschaltet sind, haben wir nicht die Möglichkeit, dass Sie sozusagen hier online uns direkt mündlich Frage stellen können, aber wir haben ein Chat-System aufgebaut und wir haben zwei Kolleginnen hier, die den Chat überwachen. Sie können dann auch schon während der entsprechenden Vorträge dort Fragen stellen und die Fragen werden dann aufbereitet und mir hier dann angezeigt, sodass ich die Fragen dann hier entsprechend vorlesen kann und wir die an die jeweiligen Vortragenden entsprechend weitergeben können. Das hat bisher ja auch immer ganz gut geklappt und hoffen, dass das heute eben dann mit dem Chat dann auch funktioniert. Dann haben wir als nächstes noch vorzubesprechen Namensschilder. Ich denke, das haben Sie alle schon erhalten, wenn ich hier so in die Runde gucke, haben alle die Namensschilder. Tragen Sie die zu jeder Zeit und geben Sie am Ende des Tages aus Nachhaltigkeitsgründen wieder bei uns ab, sodass wir die dann weiterverwenden können. Teilnahmebescheinigungen werden dann online, nach der Veranstaltung über E-Mail Ihnen zugesandt. Die haben wir jetzt sozusagen heute hier nicht vor Ort. Und ich soll noch darauf hinweisen, es gibt Notausgänge, die entsprechend dann auch markiert sind. Falls es also zu einem Signal käme oder zu einer Notfallsituation käme, können Sie diese Räume an den Türen mit dem grünen Schild eben immer verlassen. Benutzen Sie nicht den Aufzug, sondern die Treppe, um nach draußen zu gelangen. Also die Treppe ist ja hier vorne sehr groß und prominent. Ich glaube, das ist eben auch klar. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, zu Recht natürlich, müssen Sie alles mitschreiben oder können Sie auf die Präsentationen, die wir Ihnen hier präsentieren, hinterher zugreifen? Wir haben alle Vortragenden gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass sie eine Version oder vielleicht genau die Version, die Sie hier jetzt präsentiert bekommen, online runterladen können. Das hat sich in den letzten Jahren ja auch gut bewährt, das zu machen. Geben Sie uns 1-2 Wochen Zeit, bis wir das dann die Einverständnisse alle eingesammelt haben und das entsprechend so vorbereitet haben. Und dann finden Sie das auf der Website der BFR Akademie unter der Veranstaltung im Archiv. Ja, die Veranstaltung ist dann automatisch ins Archiv verschoben und dort finden Sie dann den direkten Link auf die einzelnen Präsentationen, dass Sie sich das angucken können. Gut, wir haben sonst immer eine Evaluation auch der Veranstaltung gemacht. Das war immer sehr hilfreich für uns und vieles der Programm und der Gestaltung auch kam aus der Evaluation hervor. Diesmal schaffen wir es aus organisatorischen Gründen leider nicht, die Veranstaltung systematisch zu evaluieren. Wenn jemand aber eben Anregungen hat, wir hatten ja im Vorfeld schon zu aufgerufen, wir haben auch einige Anregungen für Fragen, Themen aus diesen Rückmeldungen von Ihnen im Vorfeld schon gelesen und auch berücksichtigen können für unser Programm, dann sind Sie natürlich aufgefordert, über die Funktions-E-Mail uns dann oder auch mir persönlich natürlich diese Rückmeldung dann entsprechend zu geben. Ich habe dann extra nochmal nachgefragt. Zu Corona sollte ich hier heute nichts sagen. Also das ist natürlich besonders angenehm, ist ja auch langsam langweilig oder vielleicht auch wieder nicht so langweilig, sodass dann wir diesen organisatorischen Teil hier jetzt beenden können. Vielen Dank. So. Ja, dann würde ich
Dann würde ich gleich weitermachen mit der Einführung, der thematischen Einführung in die Veranstaltung und die Präsentation der Situation und der Umsetzung, der Implementierung der Verfahren hier am BFR. Das wären jetzt die Punkte, auf die ich kurz eingehen werde. Ich habe mich jetzt in diesem Anfangsteil bewusst eben dann heute sehr kurz gehalten, um den Detailpunkten hinterher, den einzelnen Fragen doch entsprechend mehr Raum geben zu können. Ich werde noch mal kurz erwähnen, in Ergänzung zu dem, was Professor Greiner gesagt hat, eben was sind die Grundlagen, auf der wir uns beziehen. Ich sage hier nichts zu Zeitpunkten, das habe ich gesehen, kommt bei Herrn Ape hinterher noch mal dann auch dargestellt, wie wir es ja immer hier darstellen. Ich werde Ihnen dann berichten, wie der Sachstand ist der Implementierung dieses europäisch harmonisierten Verfahrens PCN, Poison Center Notification in Deutschland. Ganz kurz was sagen, um die nicht zu langweilen, zu sehr mit den aktuellen Leistungszahlen. Wo stehen wir da im Moment? Und was sind die Herausforderungen, sagt man ja, was sind die Probleme, mit denen wir uns im Moment noch beschäftigen, wo wir noch nicht sozusagen so weit gekommen sind, wie wir eigentlich kommen wollten bisher. Ja, rechtliche Grundlage, nur ganz kurz hier zusammengesetzt. Die CLP-Verordnung ist für den ganz überwiegenden großen Teil der Meldungen verantwortlich im Moment oder die Grundlage dafür. Artikel 45 und Anhang 8, in dem das dann konkretisiert wurde, seit 2017 mit den zwei Novellierungen des Anhang 8 in der Folgezeit. Und im Moment ist in der Kommission auch in Bearbeitung eine weitere Aktualisierung dieses Anhangs 8, was aber sozusagen mehr so redaktionelle Klarstellungen dann darstellt. Wir werden auf einzelne Punkte vielleicht später auch noch eingehen. In Deutschland ist das Ganze dann aufgenommen und umgesetzt worden mit dem Chemikaliengesetz, dem Chemikaliengesetz Paragraph 16e, der einerseits was sagt von der Meldeverpflichtung von Ärztinnen und Ärzten zu Vergiftungen. Das werden wir ja hier in dieser Veranstaltung traditionell nur immer ganz am Rande erwähnen und ansonsten die Mitteilungen. Traditionell seit 1990 haben wir ja schon Produktmitteilungen nach nationalen Verfahren, das ist jetzt im Plural gemeint. Wir haben ein Verfahren für die chemischen Produkte, das weitgehend jetzt ersetzt worden ist durch die PCN-Meldung, aber es bleibt ja noch die Möglichkeit, industrielle Produkte nach diesem Verfahren zu melden und auch freiwillige Meldungen, zu der wir auch nicht zuletzt in dieser Veranstaltung ja immer aufgerufen haben, für Produkte, die nicht der Meldepflicht unterliegen, aber trotzdem eben für die eigentliche Verwendung in den Giftinformationszentren sehr hilfreich sind. Und auch da wird das Verfahren noch genutzt. Ja, und in dem Chemikaliengesetz gibt es also sozusagen jetzt eine Neuformulierung seit 2017, wo es heißt, dass das BFR die zuständige Stelle ist, gemäß dieser CLP-Verordnung, wie es oben beschrieben wurde. Und es gibt noch einen weiteren neuen Absatz im Chemikaliengesetz seit 2017, den Absatz 3a im Paragraph 16e, wo es da drin steht, dass die BFR diese Informationen, nicht alle Informationen, nicht die Rezepturen, aber doch Basisinformationen auch den Überwachungsbehörden, Behörden der Länder zur Verfügung stellen soll, muss, wie das bisher bei den Giftinformationszentren der Länder ja von Anfang an der Fall war. Und wir dürfen nicht vergessen, mengenmäßig inzwischen natürlich relativ wenig, aber wir haben weiterhin das Waschreinigungsmittelgesetz. Also Waschreinigungsmittel müssen also auch mitgeteilt werden nach einem eigenen Verfahren, aber aus technisch-praktischen Gründen nach den Vorgaben dieses nationalen Verfahrens haben wir das praktisch gelöst, auch wenn sie nicht eingestuft sind für gesundheitliche oder physikalische Gefahren. Einige der Fragen, ich glaube, das haben wir jetzt nicht in den Präsentationen heute nochmal, haben wir schon gehabt. Wenn jemand sagt, ich habe Waschreinigungsmittel, die nach diesem Verfahren gemeldet werden müsste, kann ich das auch nach einem PCN-Verfahren machen? Ja, können Sie machen, haben wir auch schon dargestellt, kommt auch bei Ihnen, bei Herrn Kuipert noch mal vor. Hätte ich mir das jetzt sparen können. Danke. Ja, Implementierung, wie weit sind wir da? Wir können sagen, dass wir alle Mitteilungen, die das BFR erreichen,
über die ECHA, die Zahlen zeige ich Ihnen gleich noch oder berichte sie Ihnen gleich noch, oder direkt an das BfR. Die Möglichkeit besteht ja auch bei den PCN-Meldungen, dass das im Prinzip funktioniert. Ja, es gibt immer natürlich mal wieder Verzögerungen, wenn jemand in seinem Meldedossier, sagen wir mal, ganz besondere Eintragungen macht, die bisher jetzt noch nicht vorgekommen sind, die technisch jetzt dazu führen, dass da nochmal nachgearbeitet werden muss. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, werden alle Rezepturen, alle Produkte, die gemeldet werden, bei uns registriert, können registriert werden und dann eben auch geprüft werden in der Form. Und die Weiterleitung an die Giftinformationszentren der Länder, das ist ja eine der Kernaufgaben, die wir denn da haben, funktioniert im Prinzip auch, kann man sagen. Sie funktioniert teilweise, habe ich hier eingeschrieben, weil eine der ganz wesentlichen Komponenten dabei ist also dann natürlich, dass man diesen eindeutigen Produktidentifikator, den UFI, nutzen kann für diesen ersten wichtigen Schritt bei der Beratung bei den Giftinformationszentren, nämlich die Noxe, wie wir das da nennen, also das toxische Agens zu identifizieren. Ja, die Giftinformationen können den UFI sehen, sie können auch damit arbeiten, aber das Verfahren, wie wir es Ihnen übertragen, können Sie nicht ohne den Produktnamen zunächst zu recherchieren, direkt über den UFI suchen, was ja also in manchen Fällen doch sehr hilfreich ist und was dann gewünscht wird und was eigentlich mit ein Argument war, auch für die Einführung des UFIs damals in die gesetzliche Grundlage. Da ist es also sozusagen so, dass das noch ein bisschen umständlich ist. Man müsste in einer anderen Tabelle, die wir den Giftinformationszentren auch zur Verfügung stellen, dann zunächst eine Suche nach dem UFI machen, kriegt dann den Produktnamen und kann damit suchen. Aber Sie sehen schon, für eine Notfallauskunft ist das natürlich nicht sehr gut geeignet. Wir arbeiten daran, das intensiv umzusetzen, aber das ist eines der Herausforderungen, die wir jetzt noch vor uns haben. Ja, die Bereitstellung der Informationen für die Überwachungsbehörden ist auch noch nicht in der Form funktional, wie wir uns das vorstellen können. Wir haben das mit den Überwachungsbehörden und den entsprechenden Arbeitskreisen, Gremien dann abgesprochen, wie das aussehen soll. Wir wollen da ein Behördenportal schalten, auf dem die Überwachungsbehörden dann direkt selbst recherchieren können. Wie gesagt, nur nach dem Teildatensatz mit den nicht vertraulichen Produktinformationen. Aber auch dazu wird der Zugang natürlich beschränkt sein auf die Überwachungsbehörden selber und die dort tätigen Kolleginnen und Kollegen. Und das funktioniert leider technisch auch noch nicht aus Kapazitätsgründen. Wir haben aber erfreulicherweise gerade in den letzten Monaten doch eine Vielzahl schon, also eine steigende Zahl von Anfragen von Überwachungsbehörden erhalten, die uns erreichen und die wir dann eben manuell beantworten. Wir schicken dann die Informationen den Überwachungsbehörden dann individuell zu. Also Interesse ist da, das freut uns natürlich sehr und das, denke ich, ist auch ja in Ihrem Sinne, dass dann, wenn man sich schon so viel Mühe macht, dass das Ganze dann auch natürlich entsprechend überwacht wird, ob das Ganze funktioniert. Aber es funktioniert noch nicht so automatisch und vollständig, wie wir uns das wünschen und eigentlich fest geplant haben. So, jetzt kommen zu unseren Leistungen. Wo stehen wir da im Moment? Ja, also das ist praktisch die Zahl der Produktmitteilungen, die wir bisher erhalten haben. Die etwas dunkler gefärbtere Anstrich soll die Meldungen sagen, die nach den herkömmlichen Verfahren uns erreichen. Sie sehen, von 1990 begann das, am Anfang natürlich langsam, auch beschränkt auf wenige Produktgruppen, bis zum August diesen Jahres. Und wir haben dann also auch doch jetzt so eine ganz beeindruckende Zahl von Produktmitteilungen entsprechend erhalten, nämlich ungefähr 500.000. Und das aber im Vergleich zu den Mitteilungen im PCN-Format, im PCN-Verfahren auch. Da sind es in dem Zeitraum, das begann im April 2019, ja, der erste Mitteilungspflichttermin war ja dann 2021, ne, ist verschoben worden, war ja 2020 bis hierhin. Und Sie sehen, wir haben mit diesem Verfahren ungefähr 3 Millionen Produktmitteilungen schon erhalten. Und so sehen Sie, dass uns das natürlich sehr dominiert. Zur Verständnis der Anzahlen, die hier stehen und die hinterher in den anderen Vorträgen auch nochmal auftauchen sollen,
kann man hier nochmal erinnern daran oder sozusagen wiederholen. Wir hatten das in den Vorveranstaltungen ja schon mal gesagt, dass wir die Dossiers, kriegen ja ungefähr 1 Million Dossiers bisher an das BFR geliefert nach PCN-Verfahren. Und in jedem Dossiers können ja 1 bis beliebig viele Produkte enthalten sein. Und wir haben die technische Lösung, dass wir auch um die Kompatibilität mit der alten Meldung hier zu erhalten, dann die Dossiers in Produkte zerlegen. Und Sie sehen, das sind ungefähr 2,5 bis 3 Produkte im Durchschnitt, die pro Dossier uns gemeldet werden. Deswegen hier einmal die Zahl von 3 Millionen ins Verhältnis gesetzt zu der ungefähr 1 Million Dossiers, die wir jetzt erhalten haben. Ja, wie sieht das aus jetzt in diesem Jahr? Es war natürlich ein großer Ansturm in 2021, über die wir letztes Jahr berichteten. Und die Frage ist, geht das so weiter oder ist das praktisch der Nachholeffekt? Und die Zahlen hier sollen Ihnen illustrieren, dass es eben schon weitergeht, dass also wir keinen Abfall der Zahlen so sehen, zumindest im Vergleich. Das ist jetzt zusammengestellt für die ersten 8 Monate dieses Jahres. Und Sie sehen, wir haben nach herkömmlichen Verfahren, Waschreinigungsmittelmeldungen, freiwillige Meldungen, Meldungen von industriellen Produkten, ungefähr 500 Vorgänge. Man könnte es der Kompatibilität her jetzt natürlich auch als Dossier bezeichnen. Das sind ungefähr dann 60 im Monat. Ja, bei 20 Arbeitstagen im Monat wären das 3 am Arbeitstag. Das ist also ganz entspannt. Ja, das ist natürlich nicht so viel. Wir haben Anfragen von Unternehmen und in den letzten Monaten auch, wie ich es eben schon mal erwähnte, von den Behörden, insbesondere den Überwachungsbehörden. In dieser Größenordnung sind ungefähr 170 Anfragen oder 20 im Monat oder 1 am Tag, wenn Sie das so am Arbeitstag, wenn Sie das so runterbrechen wollen, wo dann zum Teil sehr simple Fragen sind, wo man dann einfach sagen kann, guck doch mal auf die BFR-Website oder auf die ECHA-Website, da ist schon vieles beschrieben. Zum Teil sind es aber eben auch sehr knifflige Fragen, die uns dann schon aufwendig auch beschäftigen, zu bearbeiten. Und das wird ja das Thema dann auch der weiteren Vorträge meiner Kolleginnen und Kollegen hier sein, wo wir sagen, da können wir mal gucken, was da passiert. Das war am Anfang natürlich noch deutlich mehr, aber Sie sehen, es ist auch laufend, dass uns das weiter beschäftigt. Ja, und dann diese beeindruckende Zahl hier runtergebrochen. Sie sagen eben 3 Millionen und von diesen 3 Millionen sind also jetzt 1 Million, Entschuldigung, 1 Million Dossiers. Und von der 1 Million Dossiers sind also dieses Jahr immerhin fast ein Drittel allein in den letzten 8 Monaten gekommen. Und Sie sehen, das ist das, was über die ECHA, das ECHA-PC oder Submission-Portal gemeldet wird. Das sind im Monat 40.000 Dossiers, die wir erhalten. Ja, und das muss man sozusagen ins Verhältnis setzen zu dem, was in früheren Jahren wir Ihnen auch hier an Zahlen präsentiert hatten. Jetzt ganz grob gesagt, ohne das jetzt zu sehr detailliert darzustellen, ist ungefähr das, was wir in früheren Jahren im Jahr hatten. Ja, das haben wir jetzt hier in einem Monat. Und Sie sehen, am Arbeitstag wären das ungefähr 2000 Dossiers, die hier eingehen. Vor PCN haben wir den Anspruch gehabt, alle Dossiers zumindest mal anzugucken, ja, das zumindest zu sehen, zumindest den Produktnamen zu würdigen, zu sehen, ist der lesbar, sind da vielleicht Tippfehler drin, was häufiger vorgekommen ist, als man vielleicht sich vorstellt. Und ein Tippfehler im Produktnamen heißt ja, man würde das sowieso nie finden, dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Wir konnten praktisch jede Rezeptur mal mindestens angucken, um zu sehen, was da ist. Das ist natürlich bei gleichem unveränderten, praktisch unveränderten Personal bei 2000 Meldungen am Tag nicht möglich. Ja, und diese Zahl dem entgegengestellt, ich sagte Ihnen ja auch PCN-Meldungen, neben den herkömmlichen Meldungen können auch direkt an das BFR geschickt werden, unter Auslassung sozusagen dieser komfortable Meldung über das ECHA-Portal. Und Sie sehen, das ist eine sehr überschaubare Anzahl. Das sind 38 Meldungen, die wir registriert haben in diesem Jahr. Und das brauchen wir kaum umrechnen, das sind 5 pro Monat. Das ist mehr eine rechtliche Geschichte, die ganz wichtig ist hier bei uns, dass wir sagen, im Prinzip würde es auch gehen. Sie haben die Möglichkeit, das direkt an das BFR zu senden. Wir würden das auch prozessieren. Die Daten sind eingepflegt, die sind registriert, sind an die Giftinformationszentren weitergegeben. Aber Sie sehen, ich weiß gar nicht, muss man das jetzt mal umrechnen, das ist ja 0,3 Promille, wenn ich das, glaube ich, jetzt im Kopf richtig umrechne, was hier auf direktem Wege an das BFR kommt.
Ja, was sind die Herausforderungen? Wo stehen wir noch? Ich hatte es schon so ein bisschen eben auch angedeutet, was die sind. Wir haben in diesem Jahr leider einen Engpass oder einen besonderen Engpass, es war ja schon chronisch abzusehen, aber einen besonderen Engpass in der internen IT-Entwicklung im BFR. Das hat was damit zu tun, dass wir auch eine Umstrukturierung hatten. Die Fachgruppe, die sich mit der Informationstechnik oder Informations- und Kommunikationstechnik, wie das dann hier auch bei uns heißt, beschäftigt, in einer anderen Organisationseinheit, einer anderen Abteilung zugeordnet worden ist, mit Fluktuationen auch im Personal und leider auch der längeren Erkrankung eines zentralen Mitarbeiters, der in diesem Projekt eine Rolle gespielt hat. Deswegen sind wir da sozusagen im Moment nur dabei, dass das, was wir auch letztes Jahr hier angekündigt hatten, wie weit wir kommen wollten, leider noch nicht so weit gekommen sind, uns noch einige Herausforderungen bleiben. In der täglichen Praxis war es so, dass die große Zahl der unverändert großen Zahl, Sie haben es eben gesehen, der Mitteilungen uns auch technisch dann Sorgen machte. Es lief dann alle paar Wochen oder Monate irgendein Zähler über, der dann entsprechend nicht so gedacht wurde, angepasst werden musste. Und das führte dazu, dass auch das Austauschformat mit den Giftinformationszentren angepasst werden musste und es sozusagen auch jetzt bei den PCN-Verfahren durch die Komplexität hohe Anforderungen an die Suche dann geht. Also das, was vorher in Sekunden geht, das dauert jetzt plötzlich ohne eine weitere Bearbeitung eine Minute, bis da die Ergebnisse angezeigt werden. Und das geht natürlich nicht. Das ist also für die Vergiftungsberatung, Sie werden es gleich noch hören, wie lange so eine typische Vergiftungsberatung in Schweden dauert. In Deutschland ist es so ähnlich, natürlich keine akzeptable Umgebung. Ja. Anforderungen an die Darstellung der Inhalte durch die komplexen Datenstrukturen. Wir haben ja auch in den Vorjahren hier über die Machbarkeitsprobleme, die Workability-Issues, ja hier häufig besprochen und da ist ja auch einiges umgesetzt worden. Wir haben dem einen Vortrag heute von Esther Feiskorn dann nachher auch nochmal gewidmet, die das Ihnen nochmal ein bisschen darstellen wird. Aber auch das ist technisch natürlich eine ziemliche Herausforderung, dass das funktioniert. Und auch, was wir sehr ernst nehmen und worüber wir ja hier in der Veranstaltung vor einigen Jahren auch schon mal sehr ausführlich berichtet haben, die Aspekte der Sicherheit, der Datenhaltung hier und auch der Datenübertragung, wenn es jetzt den Austauschnetz mit den Giftinformationszentren angeht, das nehmen wir sehr ernst und da gibt es eben dann neuartige Verfahren und sicherste Verfahren, mit denen wir diesen Austausch machen. Und wenn man so neue Verfahren macht, wo dann auch die Sicherheitsexperten sagen, ja, das funktioniert so, das ist akzeptabel, liegt es aber in der Natur der Sache, dass damit natürlich noch niemand so ganz furchtbar viel Erfahrung hat und auch unsere IT-Experten da erst Erfahrungen sammeln müssen. Also der Ausblick wäre der moderne Toxikologische Informations- und Dokumentationsverbund, TDI. Ja, das ist ja also sozusagen was aus einem Projekt mal vor 20 Jahren in Kooperation von damals BGVV und der Vorgängerinstitution, dem BFR, zusammen mit den Giftinformationszentren entwickelt worden ist, ist heute noch die Grundlage, aber das muss auf diese neuen Grundlage gestellt werden, was wir den TDI 2 genannt haben. Und das soll fertiggestellt werden, nach jetzigem Planungsstand bis Ende des Jahres. Und das Behördenportal, was auch weitgehend nicht nur konzipiert, sondern auch schon entwickelt worden ist, soll eingerichtet werden. Da liegt es einfach sozusagen daran, dann praktisch die Ressourcen auch zu haben, die Personalressourcen, das auch zu pflegen und am Laufen zu halten. Und noch eine ergänzende Sache, ganz kurz dazu. Wir sind da besonders, was aber nur am Rande mit dieser Veranstaltung zu tun hat, wir sind da ganz glücklich drüber, dass ein nationales Vergiftungsregister am BFR eingerichtet werden soll, bei dem die Fallberichte der Giftinformationszentren und des BFR zusammengeführt werden sollen und so eine frühzeitige Erkennung, hoffen wir, Erkennung von neuen Vergiftungsrisiken bestehen. Und das ist natürlich klar, dass das eine enge Beziehung und Anbindung haben soll, hier denn auch an die Produktdatenbank, dass wir dann die beiden Informationsquellen miteinander verbinden und dann bei der Auswertung der entsprechenden Vergiftungsfälle auch vorankommen und das erleichtern können. Aber das nur ganz am Rande.
Damit wäre ich sozusagen mit meinem ersten Teil jetzt hier fertig. Dankeschön. Ich habe sozusagen noch 2 Folien, wenn Sie mir die noch einspielen können, von Herrn Heuer mitgeteilt. Unser Thema hier heute sind ja die Helpdesks oder die Hilfe-Unterstützungsfunktionen. Und Herr Heuer, der jetzt leider hier nicht sein kann, wie ich schon gesagt habe, hat mir dieses geschickt, also aus Sicht der Bundesstelle für Chemikalien, die ja den nationalen Helpdesk macht. Und er hat hier das nochmal zusammengefasst, die Hilfefunktionen, die zur Verfügung stehen, was sich auch gut eignet, um einen thematischen Überblick hier über unsere heutige Veranstaltung zu dienen. Wir haben einerseits die ECHA, da werden wir ja gleich einen Vortrag noch von Herrn Ape zu hören, mehr zu technischen Fragen, zur Einreichung, zu den IT-Werkzeugen und zum Produktkategoriesystem. Wir haben dann das BFR, auf dem wir heute natürlich sehr ausführlich Ihnen noch was sagen werden, zu den Fragestellungen, allgemeine Fragestellungen zum Dossier, zum nationalen Portal und mit dieser E-Mail-Adresse dann, die Sie auf unserer Webseite auch finden. Und Sie haben dann die Informationen des Bauers über den nationalen Helpdesk für REACH, CLP und Biozide, wo alle Fragen zum Geltungsbereich, zu den Rollen und Pflichten dann an der richtigen Stelle sind und am direktesten und am schnellsten dann beantwortet werden können. Und das hier können wir überspringen, weil das hören wir in den weiteren Beispielen. Das wäre das, was sozusagen die nationale Helpdesk Ihnen liefern könnte. Herr Bauer, Herr Heuer war ja in den vergangenen Jahren auch schon mit dabei, hat auch schon mal dieses genauer vorgestellt. Aber das sind so typische Fragen, die dort landen und dort auch richtig adressiert sind. Mitteilungspflicht von Lohnherstellern, von Relabelern, von Rebrandern. Was ist sozusagen dazu beachten? Unterscheidung, was ist ein Stoff, der ja noch zumindest nach jetziger Rechtslage nicht meldepflichtig ist, und was ist ein Gemisch, das ist ja im Detail dann manchmal ein bisschen schwierig. Abgrenzung, was ist industrielle Verwendung, wo ja erleichterte Meldemöglichkeiten bestehen, was ist gewerbliche Anwendung, die den vollen Satz dann haben müssen. Ausnahmen gibt es ja im Anhang 8 für Produkte für Forschung und Entwicklung, um festzustellen, ob mein Produkt jetzt darunter fällt und dann nicht gemeldet werden muss oder nicht. Das sind Fragen, die dann häufig auch gestellt werden. Und was sind die Aufnahmen, wo sind die Grenzen der Meldepflicht gegenüber Lebensmittelzusatzstoffen, zum Beispiel Kosmetik, Kosmetikrohprodukte, Arzneimittel, die, sagen wir mal, erstmal allgemein von der Meldepflicht ausgenommen sind, aber wo es dann im Detail bei manchen Produkten dann doch Schwierigkeiten gibt. Das wären nochmal die Kontaktdaten dazu und beschreibt also sozusagen damit auch den Raum oder das Thema, was wir jetzt im Weiteren behandeln werden.